Hallo Freunde, heute möchte ich euch eine Burgruine vorstellen. Und zwar befindet sich diese Burgruine oberhalb eines Friedhofs in der Nähe von mir. Da gibt es einen Mythos, und zwar über eine Osterjungfrau. Das soll angeblich damals die Tochter von dem König gewesen sein, die in den Keller verbannt wurde und nur zu Ostern das Tageslicht erblickte. Aber mehr dazu gleich in einer kurzen Intro, die ich für euch vorbereitet habe. Ich habe da noch ein Anliegen, und zwar, ich hatte euch versprochen, dass wir zu einem Gefängnis gehen. Leider muss das ausfallen, weil der Besitzer mir gesagt hat, dass die Hälfte schon eingestürzt ist und wir dürfen das Gelände nicht mehr betreten. Aber wir versuchen neue Plätze für euch zu finden und wir tun unser Bestes. Also momentan mit dieser Wetterlage und mit der Arbeit ist es wirklich schwierig. Aber wir versuchen es. So Leute, dann wünsche ich erstmal viel Spaß mit dieser kleinen Intro über die Osterjungfrau. Es befinden sich mehrere Burgruinen in diesem Ort. Aber nur die alte Burg hat eine Osterjungfrau. Die Ruine liegt heute inmitten des städtischen Friedhofs und ist daher nicht direkt zugänglich. Doch aus der Ferne kann man erkennen, dass die Reste des romanischen Wohnturms zu einer der größten Bergfriede Mitteleuropas gehören. Ein unglückliches Schicksal hat die Osterjungfrau in den Keller unterhalb der alten Burg gebannt. Sie war einst die Tochter des Burgherrn, früh verwaist und weigerte sich, einen herzlosen Verehrer zu heiraten. Dieser verzauberte sie aus Rache mit Hilfe morgenländischer Kunst dazu, in den Keller der Burg die Schätze zu bewachen. Ihr war es möglich, einmal im Jahr, nämlich am ersten Ostertag möglich, sich im Tageslicht zu zeigen. Sie wird als hübsches Mädchen mit langen blonden Haaren, blauen Augen und ein silbergraues Gewand gekleidet beschrieben. Auch sagt man der Osterfrau nach, dass sie gut sei und Bedürftigen helfe. Das Glück, sie zu treffen, hatte vor Zeiten ein armer Leinweber. Er war voller Kummer unterwegs, seine Frau war krank, seine 5 Kinder hungerten. Da entdeckte er die schöne Osterjungfrau, die in der Söse ihre Füße badete und ihn sogleich ansprach. Nur einmal im Jahr erscheine ich hier am Ostermorgen und beglücke den, der es verdient. Wenn es heute Mitternacht ist, steige den Turm hinauf und pflücke an der Turmwand eine hell glänzende Lilie. Was du dann siehst, ist für dich. Hoffnungsfroh tat der Leinweber, wie ihn geheißen. Als er die Blumen bebrach, stand die Osterjungfrau vor ihm und zeigte ihm eine Stelle mit einem Kessel voller Goldstücke. Sie bat ihn, so viel mitzunehmen, wie er nur könne. Mit dem Geld gelang ihm, seine Familie zu retten und eine betriebsame Handwerkszukunft in dem Dorf zu gründen. Die Zauberlilie kaufte ihm der Herzog ab und nahm diese in sein Wappen auf. Voller Dankbarkeit kehrten der Leinweber und seine Frau jährlich auf den Burgberg wieder, um die Osterjungfrau zu gedenken.